Das RC-Segelboot New Micromagic braucht natürlich auch eine RC-Anlage, damit es ordentlich betrieben werden kann. Wie wir die ins Boot kriegen, das besprechen wir heute. Ich zeige hier meine Vorschläge. Dass ich für deren Umsetzung keine Haftung übernehmen kann, das wird klar sein. Die Sichtung der Teile für den RC-Einbau ist schnell erledigt. Es liegen der Segelservoarm sowie Kleinteile für die Ruderanlenkung bei. Wichtigstes Zubehör für die Arbeiten hier ist natürlich die RC-Anlage. Solches Material gibt es je nach Land von verschiedenen Herstellern. Da ich nicht weiß, welches Material ihr schon besitzt oder welche Informationen ihr für euren Kauf eventuell noch benötigt, erläutere ich das hier zu Beginn des Videos mal. Es reicht eine einfache Fernsteuerung mit Sender und Empfänger im 2,4 GHz Bereich. Ich empfehle im Sender die Knüppelbelegung nach Mode 2. Bei dieser Belegung wird der linke Knüppel für die Segelstellung benutzt. Der stellt sich nicht automatisch zurück, das Segel bleibt damit auf der eingestellten Position. Der rechte Knüppel wird für das Ruder benutzt. Dieser stellt sich beim Loslassen immer auf die Mittelstellung zurück. Andere Zuordnungen gibt es auch. Ich beschreibe hier die Einrichtung einer Anlage im Mode 2, die nach meinen Erfahrungen weit verbreitet ist. Da jede Anlage eigene Parameter, Stellwege usw. aufweist, solltet ihr prüfen, ob eure Anlage so funktioniert, dass deren Einbau und Benutzung entsprechend dieser Anleitung möglich ist. Die Sender- und Empfängerakkus müsst ihr entsprechend der Anforderungen der RC-Anlage auswählen und auch da gibt es ein reiches Angebot. Die Empfängerakkus solltet ihr mit Klettband für die Befestigung am Rumpfboden vorbereiten. Die benötigten Servos können Standardgrößen haben. Fürs Ruder passen Servos von etwa 12 mm Breite und 21 mm Länge. Fürs Segel solche von etwa 20 mm Breite und 38 mm Länge. Die Servohalterungen kann man allerdings auch anpassen. Es gibt neben Standardservos zahlreiche Varianten. Die Auswahl müsst ihr nach euren Vorstellungen treffen. Solche Varianten sind aber keineswegs zwingend. Baut ihr eine ARTR mit Fertigrumpf aus, so hat die keinen RC-Schalter. Und nachträglich ist der Einbau recht schwierig. Lediglich einen Magnetschalter kann man relativ leicht unter Deck einbauen. Oder man stellt den Anschluss des Akkus am Empfänger mit einem Verlängerungskabel leicht trennbar her. Wer ein Kit erstellt hat, konnte einen Schalter einbauen. Welche RC-Anlage zum Einsatz kommt, hat abgesehen vom besprochenen Mode 2 für den hier behandelten Einbau keine großen Auswirkungen, da sich Ausführungen und Größen von Empfängern, Servos und Akkus ähneln. Soweit meine Erläuterungen zur RC-Technik. Neben den Teilen solltet ihr die aktuelle Bauanleitung der Firma Hacker zur Hand haben. Fehlt euch diese, so könnt ihr sie von der Webseite der Micromagic Deutschland downloaden. Und auch die Anleitung eurer RC-Anlage könnte nützlich sein. Für die Verklebung gibt es je nach Land verschiedene Marken und Anbieter von Klebstoffen. Für die hier anstehenden Arbeiten werden Verklebungen ausschließlich mit Cyanacrylat-Klebstoff gemacht. Nun der erste Arbeitsschritt. Am Segelservohalter eine Bohrung für die Befestigung der Fockschut anbringen, wie auf dem Foto gezeigt. Der Einbauvorschlag aus der Bauanleitung für die Fockschut-Anbindung, Schritt 26, gefällt mir persönlich nicht. Nur wenn ihr ein Boot aus dem Produktionsjahr 2020 mit fest an der Kielbox eingeklebter Segelservohalterung habt, würde ich den Einbauvorschlag aus der Bauanleitung für die Fockschut übernehmen. Baut das Ruderservo in seinen Halter ein, achtet dabei darauf, dass der Servohebel in der korrekten Position vor der Durchführung im Rumpf steht, so wie hier gezeigt. Setzt die Schubstange für das Ruder zusammen, führt sie in die Decksdurchführung ein und befestigt sie am Heck auf dem Ruderhebel. Schaltet den RC-Sender ein und kontrolliert, dass die Mittelstellung und die Ruderwege für Ruder und Segelservo auf Standardeinstellungen stehen, etwa wie hier gezeigt. Empfänger provisorisch ans Ruderservo anschließen, das stellt sich bei mittig stehendem Steuerknüppel auf Mittelstellung ein. Schubstange mit dem Servohebel verbinden und alles so ausrichten, dass das Ruder auf Schiffsmitte und die ganze Anlenkung, so wie hier gezeigt, steht. Dann Verbindung am Ruderservo festschrauben und ausprobieren, ob das Ruder korrekt nach rechts und links läuft. Mittelstellung eventuell nachbessern und eventuell die Größe des Ruderweges auf dem RC-Sender anpassen. Die Ruderstellung könnt ihr bei eingesetztem Kiel durch Peilung recht gut einschätzen. Wenn die Ruderhebel auf der Ruderachse und dem Ruderservo korrekt, das heißt parallel zueinander ausgerichtet sind, sollte das Ruderblatt gleich große Ausschläge nach rechts und links machen. Dabei sollte es auf dem Weg zu den Maximalausschlägen nicht schwergängig laufen. Für die dazu notwendige Nachgiebigkeit der Ruderachse sorgt die kleine Feder.
Segelservo und Empfänger baut ihr nun in die Servohalterung ein. Wem ein RC-Empfänger am Servohalter weit unten im Rumpf nicht behagt, weil der bei Wassereintritt schnell nass wird, der kann ihn mit Klettband oben an der Kielbox in sicherer Höhe befestigen. Ich schlage euch jedenfalls den hier gezeigten Einbau vor. Probleme mit der RC-Anlage bei Wasser im Boot hatte ich ausgesprochen selten. Zum Binden von ein wenig Wasser klemme ich immer ein Papiertaschentuch zwischen RC-Einbau und Rumpf. Die Antenne sollte aus dem Drehbereich der Servos und möglichst weit oben im Rumpf untergebracht werden. In ein kleines Kunststoffröhrchen, das unter den Rahmen der Luke eingeklebt wird, kann sie eingeschoben werden. Der Akku wird wegen seines Gewichts am besten auf dem Rumpfboden befestigt. Das bereits eingeklebte Klettband ist lang genug, um je nach benötigtem Bootstrim den Akku ganz vorne oder weiter achtern zu positionieren. So. Der größte Teil der Arbeit mit dem RC-Einbau liegt hinter euch. Nur die Installation der Schotansteuerung durch das Segelservo fehlt noch. Diese wird im Video Rig, Einbau und Einstellung besprochen. Ich hoffe, mein Video zu diesem Thema hat euch gut informiert und auch Spaß gemacht. Ihr werdet immer wieder neue Videos zu diesem Thema der Micromagic auf meinem YouTube-Kanal finden. Also vielleicht bis demnächst.